Der Sommer neigt sich jetzt so langsam, aber sicher auch schon dem Ende zu, zumindest was die Temperaturen angeht. Aber ich habe noch einiges an Videomaterial aus Swinemünde da, was ich euch auch selbstverständlich nicht vorenthalten möchte. Ich würde sagen, lehnt euch einfach zurück und gleich nach dem Intro geht's auch schon los. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir fangen auch direkt am Strand an mit dem Schriftzug Świnoujście. Hier sind wir jetzt an der Promenade. Ja, und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das auch gerne machen und sofort die Glocke aktivieren. Dann wird er auch ja, immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video aus Polen bringe. Ja, wie gerade erwähnt, sind wir jetzt hier an der Promenade hinter uns. Im Prinzip ist das Radisson Blu. Hier sehen wir das jetzt auch ganz kurz im Bild. Ich denke, das ist mit eins der bekanntesten Hotelketten überhaupt oder auch in Swinemünde ein sehr, sehr bekanntes Hotel. Ich habe auch mal ein Shorts-Video gemacht von oben. Da kann man ins Café gehen und dann hat man eine wunderschöne Aussicht aufs Meer und auf die Promenade. Empfehle ich wirklich jedem mal hochzufahren. Hier haben wir auch an der Promenade immer so kleine Springbrunnen, wie wir gesehen haben. Die Kinder haben da sehr viel Spaß bei. Ja, sehr toll. Macht Freude zuzuschauen dann. Ne? Hier haben wir auch das auf Deutsch Haus über Kopf. Ich habe mir sagen lassen, dass es sehr interessant sein soll. Ich habe das ein bisschen in meinem Livestream aus Swinemünde kritisiert. Vielleicht gehe ich mal bei Gelegenheit rein. Wer schon mal drin war, kann es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen und auch mal seine Meinung dazu abgeben. Hier haben wir einen Herr, der aus Gemüse ein Schiff hergestellt hat. Sieht auch sehr schön aus. Ja. Und wer mir noch nicht auf Instagram folgt, kann auch das gerne machen. Ich schmeiße mal hin und wieder ein paar private Sachen von mir rein. Dann seht ihr auch immer, wo ich aktuell unterwegs bin. Ja, auch an der Promenade so schöne Buschfiguren, würde ich jetzt mal sagen. Und hier haben wir eine Wasseruhr. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Unten ist jetzt vielleicht auf dem Video schwer zu erkennen. Die Wasserspritzer, die da hochkommen, das ist immer jeweils für eine Sekunde. Hier haben wir ein Sohle-Gradierwerk. Soll wirklich entspannend sein, da durchzugehen. Ich habe es gemacht und ich kann das bestätigen. Es ist sehr entspannend, da durchzugehen. Ist ziemlich am Ende der Promenade, also wirklich ganz am Ende der Promenade. Wenn man weitergeht, kommt man dann irgendwann in Deutschland raus. Und die beiden, denke ich, kennt jeder, sind sehr beliebt, sehr populär. Ja, macht auch Spaß zuzuschauen. Ja. Hier haben wir auch etwas Schönes. Ein Spazierweg, das ist ein Weg, der ist im Prinzip zwischen der Hauptpromenade und dem Strand, wie wir das gerade sehen. Und ja, da kann man, wie man das jetzt auch hier sieht, aufs Meer hinausschauen. Ein schöner Anblick auf jeden Fall. Wenn das Wetter mitspielt, kann ich mir das sehr toll vorstellen. Kleines Minus, es ist da sehr bewachsen, sieht man auch, da sind auch teilweise Bänke. Und ja, dadurch, dass da halt alles so zugewachsen ist, kann man dann nicht immer direkt aufs Meer schauen, aber trotzdem schön. Hier haben wir auch eine Stelle, das ist im Prinzip zwischen der Hauptpromenade und dem Strand. Genau, haben wir hier auch nochmal ein schönes Gebäude. Ich vermute mal ein Hotel und dann hier schöne Sitzmöglichkeiten, auch sehr ruhig, wenn man wirklich mal vom ganzen Trubel weg möchte, von der Hauptpromenade. Dann hat man hier also ein bisschen Erholung, ein bisschen ruhiger. Und hier haben wir so einen schönen bewachsenen Tunnel. Ich weiß nicht, romantisch kann man da als Pärchen durchgehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir am Strand und etwas, was ich hier ganz toll finde, habe ich bis jetzt auch eigentlich nur so in Swinemünde gesehen, ist diese Platten am Strand, wie wir das jetzt hier auf dem Boden sehen. Das ist super für Rollstuhlfahrer und für Leute mit einem Kinderwagen. In meinem Fall war das jetzt zum Beispiel so, wie wir auch sehen, man kann sehr weit aufs Meer hinausgehen. Ja. Und man muss auch sagen, zu der Zeit, wo ich da war, war das Wetter nicht optimal.
aber in dem Fall zu meinem Vorteil, weil wie wir auch sehen, der Sand ist etwas platt gedrückt und da konnte man auch mit dem Kinderwagen super durchfahren. Also das war echt klasse, wirklich problemlos, ne? Wirklich, also echt klasse. Leider kein Strandwetter zum Lieben. Genau, was es hier in der Münde gibt. Und zwar haben wir hier ein Meeresstöpsel. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie in der Badewanne. Wenn zu viel Wasser ist, also wenn der Meeresspiegel steigt, öffnet man das hier einfach und das ganze Meerwasser fließt hier rein und dann sinkt auch automatisch der Meeresspiegel. Ganz schlau. Ist natürlich nur ein Scherz gewesen. Also nicht, dass jetzt die Leute anfangen, weiß ich nicht, irgendetwas hier zu denken. Und Leute, wir sind so lange spazieren gegangen, wir hatten so Spaß dabei, das hat uns, ja wie soll man das sagen, also wir hatten wirklich so Spaß an dem Spaziergang, dass wir so weit gelaufen sind am Strand, dass wir irgendwann in Deutschland rausgekommen sind. Ich denke, jeder kennt diesen Grenzübergang. Also das war wirklich pure Erholung, dieser ganze Spaziergang. Und irgendwann waren wir dann genau dort. Ne? Ja. Also man kann wirklich zu Fuß nach Deutschland drüber gehen. Und genau hier ist, ja, ich sag jetzt mal, die Strandgrenze, kann man das so nennen. Ja, und jetzt sind wir in Deutschland, im Prinzip. Schön. Ich weiß gar nicht, ob der Zaun vielleicht irgendwann mal durchgezogen war. Vielleicht früher mal, ne? Weiß das vielleicht jemand? Zumindest war er jetzt nicht durchgezogen. Ja. Auch Möwen, sehr schön. Man sieht auch, es ist etwas bewölkt, das Wetter. Wir hatten immer mal so ein Wetter, mal hat es mal ein bisschen geregnet, mal hat es wieder ein bisschen Sonne gescheint. Aber hier auch, schaut mal, ein schönes Bild. Ich finde ein sehr, sehr, sehr schönes Bild jetzt gerade. Ja. Aber man sieht, es hat trotzdem nicht die Leute abgehalten, zum Strand zu gehen. Genau. Genau, jetzt gehen wir zur Mühle. Ich denke, jeder kennt die Mühle und jeder, der in Swinemünde schon mal war, weiß, wovon ich rede. Ja. Man muss aber sagen, dadurch, dass hier die Algen angespült worden sind, war ein sehr, sehr, sehr starker Geruch. Sehr extrem starker Geruch. Ja. Ja, Jetski, sehr schön. Auch wenn man sich jetzt hier diese Touristenschiffe buchen tut, also mit einem Touristenschiff fährt, wie das gerade auch kurz zu sehen war, dann fährt man im Prinzip am Hafen und der Mühle vorbei. Ach, hier hinten sehen wir jetzt auch im Hintergrund das Piratenschiff und das ist hier die Mühle. Genau. Schön. In die Mühle kann man nicht reingehen. Ich habe auch schon mal irgendwo die Frage gelesen, ob man da reingehen kann. Und das ist auch, ich sage das auch jetzt nochmal ganz ausdrücklich, das ist nicht der Leuchtturm. Viele Menschen verwechseln das wirklich mit einem Leuchtturm. Der Leuchtturm, der ist mehr am Hafen. Da kann man derzeit mit dem Auto nicht hinfahren. Aus bestimmten Gründen, da ist irgendwie so eine Sicherheitsversicherung. Die Promenade von Swinemünde an. Wenn schlecht Wetter ist, es regnet heute schon den ganzen Tag. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 18, 19 Uhr oder so. Seitdem ich aufgestanden bin, ist es hier nur am Regnen. Ich bin trotzdem extrem sommerlich angezogen. Voilà. Kurz Hose und Schlappen. Ich muss hier mal kurz über die Straße gehen. Schauen wir einfach mal, wie hier die Promenade aussieht. Boah, jetzt ist es sehr windig. So sieht es hier aus. Schlecht Wetter. Wirklich kaum Leute. Kaum. Leer. Ist ein ganz anderes Bild, wirklich. Hier wirklich kaum Leute. Ja. Könnt ihr sehen, also der ist wirklich leer. Einige einzelne Spaziergänger. Man muss sagen, in den Restaurants waren auch schon Leute, die waren... Wie der Strand aussieht bei diesem Wetter. Ich muss zugeben, ich war noch nie bei so einem Wetter am Strand. Aber schauen wir einfach mal, wie das hier aussieht. Ja, gucken wir mal.
Man sieht schon, das Meer ist sehr unruhig. Schön. Ich mag das eigentlich, wenn das Meer so unruhig ist, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal. Es war wirklich Ich weiß sehr jetzt nicht, wie unruhig. gut man mich hören kann, weil es hier sehr, sehr, sehr windig ist. Wenn nicht, muss ich das später nochmal mit dem Programm bearbeiten. Aber man sieht, das Meer ist total unruhig. Ach, schauen wir mal. Boah, sehr windig. Aber ich gehe mal ein bisschen ins Wasser. Man sieht, der Strand ist wirklich komplett leer. Hier Einzelne, die hier spazieren gehen. Uiuiui, Wasser ist auf mein Handy gekommen. Hoppala. So. Oh, ich muss den Adapter hier schützen, der ist nicht regengeschützt. Von dem Tongerät. Ah, genau. Schaut mal. Boah. Uiuiui. Es ist sehr, sehr, sehr windig, Leute. Gut. Oh. Ich mag aber so ein unruhiges Wetter, wenn ich ehrlich bin. Solche Wellen. Boah. Schön. Um vielleicht auch mal die Frage zu beantworten, was man bei schlechtem Wetter machen kann. Zum Strand gehen und ans Meer. Ja. Ich muss sagen, mein Mikrofon, was ich fürs Handy habe, das ist ein externes Mikrofon, das ist so gut. Also man hat ja gerade gehört, es war sehr windig und es war kaum Rauschen. Und das wurde nicht irgendwie bearbeitet, der Ton oder so. Echt klasse Mikrofon, muss ich echt sagen. Und genau, Swinemünde ist auch ein Kurzentrum. Ist nicht das größte ist in Kolberg, zumindest was jetzt die Ostsee und Polen angeht. Und man hat hier auch extrem viele Spazierwege, sehr schön. Wenn man auch mal von der ganzen Promenade weg möchte und seine Ruhe haben möchte, kann man da wirklich locker spazieren gehen. Man hat auch, wie man jetzt hier auch so ein bisschen im Hintergrund sieht, so Skulpturen stehen, so Kunstskulpturen, nenne ich das jetzt einfach mal. Und das ist echt erholsam, da spazieren zu gehen. Man hat da wirklich seine Ruhe. Genau. Auch schön aus Blumen haben wir hier so Bilder aufgemalt. Kann man das so sagen? Aufgemalt. Hier haben wir zum Beispiel einen Fisch. Schön. In Swinemünde wurde auch sehr, sehr viel Geld investiert. Sehr viel Geld. Ist doch übrigens, Swinemünde ist auch übrigens die längste Promenade, also weil die sich ja bis nach Deutschland zieht. Ich glaube, die längste Promenade aus ganz Europa. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube um die 7 Kilometer oder was, kann das sein? Und hier sind wir jetzt im Prinzip im Zentrum von Swinemünde. Auch nochmal so ein kleiner Tipp, wenn ihr Geld wechseln wollt, macht es dort, genau hier. Hinter mir ist im Prinzip ein Kantor, da kriegt ihr bessere Kurse wie an der Promenade. An der Promenade sind wirklich schlechte Kurse. Und auch das Restaurant kann ich euch auch empfehlen, was wir jetzt im Prinzip da vor Kopf sehen. Das ist ein Restaurant, das heißt Neptun, ist sehr gut, echt klasse. Genau, jetzt im Prinzip hinter mir. Also vom Bildhaus her hinter mir. Auch die Mitarbeiter, die da stehen, gehören auch zum Neptun. Sehr schön. Das ist der Platz der Unabhängigkeit, jetzt auf Deutsch übersetzt. Man sieht auch viel, viel weniger Leute auf den Straßen. Sehr wenig Leute auf den Straßen. Ja, wirklich kaum was los. Ich glaube, das Wetter war auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass weniger Leute rausgegangen sind. Man hatte immer so ein kleines Risiko. Regnet es, jetzt regnet es nicht. Deswegen. Wir haben uns auch manchmal so ein bisschen leicht zurückgehalten, nicht zu weit vom Apartment jetzt wegzugehen, um da jetzt auch nicht dann irgendwo danach im strömenden Regen später zu landen und danach irgendwie 10 Kilometer zurückzulaufen. Ja, hier haben wir die Touristenschiffe, wo man sich eine Fahrt mit buchen kann. Vor 2 Jahren bin ich mit einem Piratenschiff gefahren, was wir auch gerade gesehen haben, als wir an der Mühle waren. Damals war der Preis, ich glaube, 35 Zloty. Mittlerweile sind die, glaube ich, teurer. In Kolberg habe ich letztens
das Piratenschiff gesehen für 50 Zloty. Und hier sind wir auch im Fischereimuseum, Hochsee- und Fischereimuseum in Swinemünde. Empfehle ich wirklich, jeden reinzugehen. Also für mich persönlich war das echt mit eins der schönsten und interessantesten Museen, die ich je gesehen habe. Also ich übertreibe jetzt nicht. Hier haben wir natürlich alles, was so Fischerei angeht, zu sehen. Also kriegen wir hier zu sehen. Sehen wir hier auch so alte Fangmethoden, wie die früher die Fische gefangen haben. Und dieses Museum ist zweistöckig und im oberen Stock des Museums haben wir dann auch ein bisschen die Historie von Swinemünde. Ne? Also echt klasse. Empfehle ich wirklich, hin reinzugehen. Der Eintritt normalerweise kostet, ich glaube, 17 Zloty. Ist viel, ist jetzt nicht besonders groß, aber man kriegt da wirklich sehr viel zu sehen. Wir hatten jetzt sogar, ich habe hier sogar noch das Ticket, wenn ich das hier vielleicht mal kurz zeigen kann. Wir hatten hier sogar, ach, sieht man das? Genau. Ein kostenloses Ticket. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein spezieller Tag war. Da, wo es kostenlos war, wussten wir auch gar nicht. Wir sind da reingegangen und ja, da wurde uns gesagt, dass es halt gratis heute ist. Aber wirklich sehr schön. Empfehle ich wirklich, jeden reinzugehen. Echt. Hier auch eine Truhe aus dem 18. Jahrhundert, eine originale Truhe aus dem 18. Jahrhundert. Ich glaube, der damalige Bürgermeister, steht das jetzt hier auch, glaube ich, hat das zur Pfandgabe gegeben fürs Museum. Und ja, spar dein Geld bei der Stadtsparkasse. Ja. Also wie gesagt, hier sehen wir auch, ne, also das sind teilweise Sachen Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. Und genau, Swinemünde, auf Wiedersehen. Ich schwöre euch, es war nicht das letzte Mal in Swinemünde. Ist auf jeden Fall toll. Ja, das war mein Video zu Swinemünde. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Also, was ich nochmal so vielleicht zum Abschluss sagen kann, ein paar kurze Worte. Swinemünde ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner und toller Urlaubsort. Gehört auch für mich persönlich mit unter den Top-Orten, für mich persönlich an der Ostsee in Polen. Zur Hochsaison ist es dann natürlich sehr voll, teilweise sehr überfüllt, aber wie wir auch gesehen haben, es gibt Stellen, wo man sich, sage ich jetzt mal, zurückziehen kann und auch wirklich sich erholen kann. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall sagen kann. Besucht auf jeden Fall Swinemünde. Ich habe auch schon mal das ein oder andere Apartment dort vorgestellt. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und genau, in diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund. Wenn du noch im Urlaub bist, einen schönen Urlaub. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.